Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch einfach gemacht. Es ist schön, dass du wieder dabei bist auf unserer gemeinsamen Reise durch die faszinierende Welt der deutschen Sprache. In unserer letzten Folge haben wir ja gemeinsam die großen Wortmonster gezähmt. Wir haben gelernt, wie wir lange zusammengesetzte Substantive wie Handschuhfach oder Lebensgefühl ganz einfach in ihre Lego-Bausteine zerlegen können. Du hast gelernt, dass der Letzte immer der Boss ist und den Artikel bestimmt. Ich hoffe, du hattest seitdem ein bisschen Spaß dabei, deine eigenen Wortmonster zu entdecken und zu entschlüsseln. Heute zoomen wir wieder vom Großen ins Kleine. Wir verlassen die Welt der Substantive und kehren zurück zu den Verben, den Aktionswörtern unserer Sprache. Aber wir schauen uns eine ganz besondere Art von Zauberei an. In einer der allerersten Folgen haben wir ja schon einmal über trennbare Präfixe wie auf in aufstehen oder ein in einkaufen gesprochen. Heute entdecken wir ihre geheimnisvollen Geschwister, die untrennbaren Präfixe. Wir entdecken die kleinen Zauberwörter der Verben, Präfixe wie ver, be, ent, zer und er, die einem einfachen Verb plötzlich eine ganz neue, oft unerwartete Bedeutung geben. Sie sind wie ein geheimer Code, der vor ein Verb gesetzt wird und dessen komplette Funktion verändert. Du wirst sehen, mit diesen winzigen Silben kann man ganze Welten ausdrücken, von einem kleinen Fehler bis zur totalen Zerstörung, von einer sanften Berührung bis zum erfolgreichen Abschluss einer großen Aufgabe. Bist du bereit, den Code zu knacken? Dann lass uns keine Zeit verlieren und direkt in die Welt der untrennbaren Präfixe eintauchen. Die Grundregeln. Was bedeutet untrennbar wirklich? Bevor wir uns die einzelnen Präfixe und ihre Bedeutungen ansehen, müssen wir 3 ganz wichtige Grundregeln klären, die für alle untrennbaren Präfixe gelten. Das ist unser Fundament für heute. Regel Nummer 1: Sie bleiben immer am Verb. Wie der Name schon sagt, sind sie untrennbar. Sie werden niemals vom Verb gelöst und ans Satzende gestellt. Bei einem trennbaren Verb sagen wir, ich stehe um 7 Uhr auf. Bei einem untrennbaren Verb sagen wir, ich besuche meine Freunde. Niemals, ich suche meine Freunde bö. Das Präfix bleibt fest mit dem Verb verbunden, wie mit Superkleber. Regel Nummer 2: Die Betonung liegt auf dem Verb, nicht auf dem Präfix. Das ist der entscheidende Unterschied, den man hören kann. Bei einem trennbaren Verb betonen wir das Präfix aufstehen, einkaufen. Bei einem untrennbaren Verb betonen wir den Verbstamm besuchen, erklären, verstehen. Sprich es mal laut nach, dann spürst du den Unterschied sofort. Die Melodie des Wortes ist komplett anders. Regel Nummer 3: Das Perfekt wird ohne G gebildet. Das ist eine sehr wichtige grammatische Regel. Normalerweise bilden wir das Partizip 2 ja mit G, wie bei gesagt, gemacht, gesehen. Bei Verben mit untrennbaren Präfixen fällt dieses G einfach weg. Besuchen. Ich habe meine Freunde besucht. Nicht gebesucht. Erklären. Er hat mir alles erklärt. Nicht geerklärt. Verkaufen. Sie hat ihr Auto verkauft. Nicht geverkauft. Diese 3 Regeln, keine Trennung, Betonung auf dem Stamm, kein G im Perfekt, gelten für alle Präfixe, die wir heute besprechen. Wenn du das verinnerlicht hast, ist die Grammatik schon kein Problem mehr. Jetzt können wir uns auf die spannenden Bedeutungen konzentrieren. Der Chamäleon-Präfix ver
Wir beginnen mit dem schwierigsten, aber auch interessantesten Präfix, ver. Ich nenne es das Chamäleon, weil es so viele verschiedene Bedeutungen annehmen kann. Es gibt nicht die eine Regel für ver, aber es gibt 3 sehr häufige Muster, die dir helfen werden, es zu verstehen. Muster 1: etwas falsch machen oder ein negatives Ende. Ver deutet oft darauf hin, dass eine Aktion schief geht, man sich irrt oder etwas zu einem negativen Ende kommt. Laufen, sich verlaufen. Man läuft in die falsche Richtung und verirrt sich. Wir haben uns im Wald verlaufen. Sprechen, sich versprechen. Man sagt aus Versehen das falsche Wort. Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Rechnen, sich verrechnen. Man macht einen Rechenfehler. Der Kassierer hat sich verrechnet. Passen, etwas verpassen. Man kommt zu spät und der Bus oder der Film ist schon weg. Ich habe den Zug verpasst. Blühen, verblühen. Eine Blume blüht zu Ende und wird welk. Die Rosen sind schon verblüht. Muster 2: Transformation oder Veränderung. Ver kann auch bedeuten, etwas zu verändern oder etwas zu machen. Besser, Adjektiv, verbessern, etwas besser machen. Ich möchte mein Deutsch verbessern. Groß, Adjektiv, vergrößern, etwas größer machen. Wir müssen das Foto vergrößern. Ändern, verändern, etwas anders machen. Die neue Straße verändert das Stadtbild. Muster 3: eine Aktion ausführen. Manchmal hat ver keine klar erkennbare Bedeutung mehr, sondern bildet einfach ein komplett neues Verb. Diese muss man oft als Vokabel lernen. Kaufen, verkaufen, das Gegenteil, to sell. Er verkauft sein altes Fahrrad. Mieten, vermieten, to rent out. Sie vermietet eine Wohnung. Lieben, sich verlieben, in love with someone. Ich habe mich in dich verliebt. Stehen, verstehen, to understand. Ich verstehe die Frage nicht. Ver ist also ein echter Alleskönner. Aber wenn du ein unbekanntes Verb mit ver siehst, frag dich als erstes, könnte es hier um einen Fehler oder ein negatives Ende gehen? Das ist oft ein guter Tipp. Der Objektmacher, B. Kommen wir zu einem Präfix, das eine sehr klare grammatische Funktion hat, B. Die Hauptaufgabe von B ist es, ein intransitives Verb, also ein Verb, das kein direktes Akkusativobjekt haben kann, in ein transitives Verb, eines, das ein direktes Akkusativobjekt braucht, zu verwandeln. Das klingt kompliziert, ist es aber nicht. Schauen wir uns es an. Das Verb antworten braucht immer die Präposition auf. Ich antworte auf deine E-Mail. Mit B wird daraus beantworten. Das Verb braucht jetzt ein direktes Akkusativobjekt. Ich beantworte deine E-Mail. Die Präposition auf fällt weg. Das ist die Magie von B. Es macht die Sprache oft direkter und eleganter. Arbeiten an einem Projekt. Ein Projekt bearbeiten. Sie bearbeitet gerade einen wichtigen Antrag. Sprechen über ein Thema besprechen. Wir müssen die Details morgen besprechen. Wohnen in einem Haus, ein Haus bewohnen. Die Familie bewohnt ein altes Bauernhaus. Eine zweite Bedeutung von B ist, eine Oberfläche mit etwas zu versehen. Malen, etwas bemalen.
Farbe auf eine Oberfläche bringen oder im übertragenen Sinne mit Worten malen. Kannst du den Weg beschreiben? B ist also dein Freund, wenn du Sätze direkter formulieren willst, indem du die Präpositionen entfernst und ein direktes Objekt hinzufügst. Der Befreier. Ent. Unser nächstes Präfix ist ent. Ent hat eine sehr klare Richtung. Es bedeutet oft weg, entfernen oder den Beginn einer Handlung, die aus etwas herauskommt. Es ist oft das Gegenteil von einer Handlung. Bedeutung 1. Etwas entfernen oder umkehren. Laden, entladen. Der LKW wird gerade entladen. Spannen, entspannen. Am Abend möchte ich mich entspannen. Decken, entdecken. Kolumbus hat Amerika entdeckt. Warnen, entwarnen. Die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben. Bedeutung 2. Der Beginn von etwas, ein Entstehen. Stehen, entstehen. Etwas beginnt zu existieren. Hier entsteht ein neues Wohngebiet. Flammen, entflammen. Ein Feuer beginnt zu brennen. Das trockene Holz entflammte sofort. Wenn du also ein Wort mit ent siehst, denk an weg von, heraus aus oder das Gegenteil von. Der Zerstörer, Zer. Jetzt kommt ein Präfix, das man sich sehr leicht merken kann, weil es so dramatisch ist. Zer. Zer bedeutet fast immer Zerstörung, Trennung, etwas, das in Stücke geht. Es hat immer eine negative, destruktive Konnotation. Ich nenne es das Halk-Präfix. Brechen, zerbrechen, in Stücke brechen. Das Glas ist auf den Boden gefallen und zerbrochen. Reißen, zerreißen, in Stücke reißen. Er hat den Brief wütend zerrissen. Stören, zerstören, komplett kaputt machen. To destroy. Der Sturm hat viele Häuser zerstört. Schneiden, zerschneiden, in Stücke schneiden. Sie hat das Foto zerschnitten. Legen, zerlegen. In seine Einzelteile auseinandernehmen. Der Mechaniker zerlegt den Motor. Zer ist also unmissverständlich. Wenn du es siehst, weißt du, dass etwas kaputt oder auseinandergeht. Der Erfolgsbringer, er. Unser letztes Präfix für heute ist er. Es ist ein bisschen abstrakter, hat aber oft eine sehr positive Bedeutung von Erfolg, Vollendung oder dem Beginn einer Wahrnehmung. Bedeutung 1. Ein Ergebnis durch eine Handlung erfolgreich erreichen. Arbeiten, sich etwas erarbeiten. Etwas durch Arbeit verdienen, erreichen. Sie hat sich ihren Erfolg hart erarbeitet. Reichen, erreichen. Ein Ziel ankommen. To reach, achieve. Wir haben den Gipfel nach 3 Stunden erreicht. Lernen, erlernen. Etwas erfolgreich und komplett lernen. Er möchte das Klavierspielen erlernen. Füllen, erfüllen. Einen Wunsch oder eine Aufgabe Realität werden lassen. Ich werde dir diesen Wunsch erfüllen. Bedeutung 2. Der Beginn einer Wahrnehmung oder eines Zustandes. Kennen, erkennen. Etwas oder jemanden plötzlich identifizieren. Ich habe dich an deiner Stimme erkannt. Scheinen, erscheinen. Plötzlich sichtbar werden. To appear.
Ein Licht erschien am Horizont. Klingen, erklingen. Ein Ton beginnt zu ertönen. Plötzlich erklang die Nationalhymne. Bedeutung 3. Eine spezielle. Ein Tod durch eine Handlung. Er kann auch beschreiben, dass jemand durch eine äußere Einwirkung stirbt. Frieren, erfrieren, durch Kälte sterben. Schießen, erschießen, durch einen Schuss sterben. Trinken, ertrinken, durch Wasser sterben. Aber in den meisten Fällen hat er diese positive Konnotation von Erfolg und Vollendung. Puh, das war eine ganze Menge Input. Aber ich hoffe, du siehst jetzt klarer, was für eine unglaubliche Macht in diesen kleinen, unscheinbaren Silben steckt. Sie sind nicht nur Grammatik, sie sind Bedeutungsträger. Sie können ein einfaches Verb nehmen und ihm eine völlig neue Seele einhauchen. Lass uns die geheimen Codes noch einmal kurz zusammenfassen. Ver ist das Chamäleon. Es kann Fehler, Transformation oder einfach eine neue Aktion bedeuten. B ist der Objektmacher. Es macht Verben transitiv und die Sprache direkter. Ent ist der Befreier. Es bedeutet weg, entfernen oder das Gegenteil. Zer ist der Zerstörer. Es bedeutet immer in Stücke, kaputt. Und er ist der Erfolgsbringer. Es bedeutet oft, ein Ziel erfolgreich zu erreichen. Und denk immer an die 3 goldenen Regeln. Sie trennen sich nie, die Betonung liegt auf dem Verb und das Perfekt wird ohne ge gebildet. Mein Tipp für dich: Höre in den nächsten Tagen ganz bewusst auf die Verben, die du hörst. Wenn du ein Verb mit einem dieser Präfixe hörst, versuche, seine Bedeutung aus dem Kontext und deinem neuen Wissen abzuleiten. Du wirst überrascht sein, wie oft du sie triffst und wie viel mehr du jetzt verstehst. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Es macht mir riesigen Spaß, diese Reise mit dir zu unternehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit anderen Deutschlernern oder hinterlasse eine Bewertung. Bleib neugierig. Spiele weiter mit der Sprache und hab Spaß daran, die geheimen Codes der Verben zu knacken. In der nächsten Folge geht es um die Melodie des Satzbaus, wie man deutsche Sätze rhythmisch richtig baut. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. Tschüss und alles Gute!